Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind immer noch auf Sardinien, haben uns inzwischen aber von unserem Bauernhof verabschiedet. Das heißt, dass wir jetzt wirklich noch ein bisschen mehr der Insel anschauen wollen. Heute fahren wir erstmal in Richtung Osten und dann in den nächsten Tagen auch noch weiter in den Süden. Und dabei nehmen wir euch natürlich auch mit und zeigen euch all unsere Stellplätze. Also, viel Spaß! Wir sind heute am Capo Caccia und laufen jetzt gleich mal runter zur Neptun-Grotte oder Neptunhöhle. Das kriegen wir jetzt gleich mal noch raus. Und auch hier kann man in der Nebensaison wirklich völlig unproblematisch parken. Ich zeige euch das gleich mal. Hier stehen wir jetzt. So ist hier die Aussicht. Und man könnte, ihr seht, dass da drüben ist auch noch total viel Platz zum Parken. Und man könnte jetzt hier auch, glaube ich, ohne Probleme über Nacht bleiben. Zur Neptungrotte führt ein direkter Weg, der von unserem Stellplatz aus etwa eine halbe Stunde gedauert hätte. Wir fanden es aber spannender, noch ein bisschen zu klettern und wurden dafür mit den atemberaubendsten Aussichten belohnt. Jetzt steigen wir 654 Stufen zur Neptungrotte runter. Wir haben gelesen, dass es hier wohl immer super voll sein soll. Hier ist niemand. Also das ist absoluter Vorteil der Nachsaison. Hier ist wirklich kein Mensch. Wir sind die Einzigen und total gespannt. Die Grotte di Nettuno ist eine Tropfsteinhöhle, die nur 1 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Man kann sie daher nur bei ruhiger See erreichen und tatsächlich wurde sie in den Tagen nach unserem Besuch auch wegen zu stürmischer See geschlossen. Die Grotte gehört zu einem etwa 4 Kilometer langen, weit verzweigten Höhlensystem, von dem aber nur ein kleiner Teil öffentlich zugänglich ist. Wir hatten das große Glück, eine komplett private Führung zu bekommen, weil einfach niemand sonst da war. Unser Guide hat sichtlich Spaß an seinem Job und hat uns viel mehr Informationen gegeben, als ich hier sinnvoll wiederholen könnte. Vielleicht nur ein paar Highlights. Die Höhlensysteme dieser Gegend waren offenbar schon in vorchristlicher Zeit den Menschen bekannt, denn in einer benachbarten Höhle wurden entsprechend alte Skelette gefunden. Sicher ist, dass die alten Römer die Höhlen kannten. Offiziell entdeckt in der Neuzeit wurden sie aber von einem Fischer zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Noch bis vor 60 Jahren, als die Höhle noch nicht touristisch erschlossen war, fanden regelmäßig ganz besondere Events für die Menschen der Region statt. Man konnte zu dieser Zeit die Höhlen nach Sonnenuntergang besuchen, indem man mit dem Boot von Alghero auskam. Als Highlight wurden davor tausende Kerzen entzündet, die die ganze Höhle beleuchteten. Man sieht bis heute die Rußstellen. Das muss unglaublich schön gewesen sein. Eine weitere historische Anekdote besagt, dass einer der italienischen Könige des 19. Jahrhunderts wiederholt Feste in der Höhle gab, für die sie nicht nur mit Kerzen erleuchtet wurde, sondern auch Möbel, Speisen und Musiker hineintransportiert wurden. Auch ohne solches Beiwerk sind die riesigen, Millionen Jahre alten Stalagmiten und Stalaktiten aber absolut beeindruckend. Besonders spannend fand ich, dass ganz Sardinien und damit natürlich auch diese Höhle ursprünglich mit dem heute spanischen Festland verbunden war, und zwar ganz genau mit dem Gebiet der heutigen spanisch-französischen Grenze.
Durch die Bewegungen der Erdplatten ist sie an ihren jetzigen Standort gewandert. Aber sich vorzustellen, dass Sardinien einmal in der Region gewesen ist, die wir erst vor ein paar Wochen besucht haben, war irgendwie surreal. Das war völlig verrückt, das war so cool. Wir haben jetzt so vielleicht 400 Stufen geschafft. Heißt 260 kommen noch, ungefähr 254. Aber es hat sich so gelohnt. Wir waren einfach wirklich ganz alleine. Also nochmal ein Riesenplädoyer. Auch unser super, super, super netter Tourguide meinte, wenn man die Möglichkeit hat, macht es einfach so viel mehr Spaß, in der Nebensaison hierher zu kommen. Irgendwie ist es so, dass hier ansonsten pro Stunde 250 bis 300 Leute kommen, am Tag so etwa 2000 und im ganzen Jahr 250.000 bis 300.000. Heute waren wir hier ganz alleine. Also Dezember auf Sardinien, der Hammer. Okay, jetzt noch, ich kann schon nicht mehr, jetzt noch weiter nach oben. Wir stehen schon seit 2 Tagen auf der kleinen Halbinsel San Giovanni di Sinis in der Nähe von Oristana und schauen uns heute die Ruinen der alten Stadt Taros an. Taros wurde schon vor ungefähr 3000 Jahren als Siedlung gegründet und bewohnt von den Menschen der Nuragen-Kultur, später von den Phöniziern, Puniern und schließlich von den alten Römern. Und die haben da ziemlich beeindruckende Bauwerke hinterlassen. Das schauen wir uns nachher gleich mal an. Und die Halbinsel ist einfach auch so landschaftlich super schön. Also es wechselt zwischen einer ganz, ganz rauen Seite und einer ganz windstillen. Und zwischendurch sieht es irgendwie mal aus, als wäre man in Irland. Also wir nehmen euch jetzt mit und wünschen euch ganz viel Spaß, wenn ihr mal mit dem Camper hierher kommt. Es lohnt sich wirklich unheimlich. Und Parken, zumindest in der Nebensaison, ist auch gar kein Problem. Wir stehen einfach so mitten im Nirgendwo. Total schöne Häuschen. Also da könnten jetzt Lotti und ich uns auch vorstellen, so ein Ferienhaus zu haben. Einzige Sache ist, wir wissen jetzt nicht so richtig, wie man da hinkommt. Aber hier geht's weiter und hier ist schon das Meer. Also ist nicht weit. Da oben stehen sie. Dried up bones are running wild on this old night, sitting by the traffic light zone.
I don't know if I should go. Unser letzter Stellplatz ist auch gleichzeitig unser schönster, und zwar mit Abstand. Wir stehen in der Nähe von Pula an einer Bucht, die Cala Cipolla heißt und uns von Therese empfohlen wurde, die wir am allerersten Stellplatz getroffen haben. Während der Saison darf man die ganze Gegend kaum befahren, geschweige denn hier übernachten. Aber zwischen dem 31.10. und 31.05. gilt das zum Glück nicht. Wir waren an diesem traumhaften Strand nie ganz alleine, aber die ein oder zwei anderen Camper, die sich gut im Gelände verteilen können, haben nie gestört. Ganz im Gegenteil. Wir sind häufig wirklich netten Menschen begegnet. Heute ist es ziemlich verregnet und stürmisch, aber sobald es nachher zumindest trocken ist, trauen wir uns mal nach draußen. Die Surfer haben auf alle Fälle ihren Spaß. Es ist jetzt hier gerade kurz vor 6 abends, die Sonne ist eben untergegangen und wir haben gerade ein Geräusch hier im Bus gehört, auf das wir jetzt schon seit 2 Tagen gewartet haben, denn wir hatten offensichtlich Besuch, den wir so nicht wollten, und im Idealfall hat das Klack eben gerade bedeutet, dass wir ihn jetzt gefangen haben. Ich gucke jetzt also gleich mal unter unser Bett. So, hier kommt jetzt ein ganz anderes Stückchen Vanlife Reality. Wir haben nämlich eine Maus und wir haben sie gerade gefangen. Guckt mal, da ist unsere kleine Mitbewohnerin, die uns hier ehrlicherweise, da sitzt sie und piepst nicht mehr, die uns hier ehrlicherweise die letzten paar Tage ganz schön in Atem gehalten hat. Die hat nämlich hier, die hat dafür aber auch ganz viel Käse, mit dem sie da sich jetzt irgendwie mal trösten kann. Sie hat hier die Vorräte, die wir irgendwie unterm Bett so verstauen, angeknabbert, und zwar blöderweise 2 Tetra-Packs mit so pflanzlicher Milch. Da war hier eine ordentliche Suppe irgendwie unterm Bett. Und nachts hat sie auch rumrumort. Jetzt haben wir sie gefangen und bringen sie gleich erstmal ein ganzes Stückchen weit weg und lassen sie dann da natürlich wieder raus. Also wir haben jetzt ja an sich nichts gegen die Maus, nur halt nicht in unserem Bus. Da gehört sie nicht hin.
zeige es euch auch gleich nochmal von Dichtem. Eine kleine sardische Maus. Eine ganz aufgeregte. So, jetzt hier nochmal in Nahaufnahme der kleine Übeltäter. So, aber keine Sorge, die muss jetzt da nicht mehr so lange da drin ausharren. Wir setzen sie jetzt hier gleich mal so entspannte 500 Meter entfernt von uns irgendwo in den Busch. Und die hat jetzt hier natürlich erstmal Stress. Ihr glaubt gar nicht, was so ein kleines Vieh einem in so einem Bus für schlaflose Nächte bereiten kann. Unfassbar. Oh, kleine Maus. Wie kriegen wir das jetzt hier wieder auf? Da. Okay, dann in die Richtung, da läuft sie jetzt gleich. Oh. Und ab in die Freiheit. Warte. Mausi. Ha. Zack. Und raus. Ja! Schnell weg, da ist sie jetzt hin. Fertig! Wir sind ganz große Mäusefänger. Ja! Wir waren jetzt eine knappe Woche hier in der kleinen Bucht der Cala Cipolla, weil es einfach so schön ist. So langsam müssen wir aber zurück, denn unsere Fähre fährt am Montag von Porto Torres zurück nach Toulon und dann fahren wir weiter in Richtung Norden zu Weihnachten nach Hause, nach Deutschland, zu unserer Familie. Das heißt, wir verabschieden uns jetzt hier von Sardinien, wünschen euch einen ganz schönen 4. Advent und dann natürlich frohe Weihnachten. Bis nächsten Sonntag.